3 Wochen Vanlife auf Sardinien mit meiner Tochter. In diesem Video teile ich unsere Erfahrungen, alle Kosten und ein ehrliches Fazit zu unserer Zeit auf der Insel. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind über Weihnachten in Deutschland und haben damit genug Zeit, unsere Wochen auf Sardinien für euch auszuwerten. Falls ihr also gerade euer nächstes Camperabenteuer plant oder auch einfach nur ein bisschen Mittelmeerwärme braucht, dann seid ihr hier genau richtig. Unser Abenteuer begann mit der Fährfahrt von Toulon in Südfrankreich nach Porto Torres auf Sardinien. Und schon beim ersten Blick auf die Insel waren wir ziemlich begeistert. Glasklares Wasser, türkisblau, beeindruckende Landschaften, denn man sieht auch die Berge ja schon von weitem und zumindest in der Nebensaison endlose Möglichkeiten fürs Vanlife. Ein Tipp vielleicht an der Stelle, falls ihr auch mit der Fähre anreist, dann bucht auf alle Fälle rechtzeitig. Also wir haben für die Hin- und Rückfahrt 440 € bezahlt und es lohnt sich nach Angeboten Ausschau zu halten. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel gibt es für die Saison 2025 auch schon die ersten Rabattaktionen. Jetzt kommen wir zu den Zahlen. Wir haben auf Sardinien tatsächlich alle Ausgaben ganz genau mitgeschrieben, sodass wir euch jetzt auf den Euro genau sagen können, was wir wofür bezahlt haben. Unser alter Mercedes-Bus ist ja nicht gerade ein Spritsparer, aber wir haben trotzdem versucht, nicht allzu viel auszugeben und zu sparen, wo wir können. Zum Beispiel, indem wir einfach nicht in die Bergregionen gefahren sind, denn das würde ihn ganz schön stressen und dann ehrlicherweise auch den Spritverbrauch enorm in die Höhe treiben. Das haben wir also nicht gemacht. Es gab auch so ganz viel, was wir uns anschauen wollten. Wir sind insgesamt nicht so viel auf der Insel unterwegs gewesen. Also wir sind schon natürlich einmal ganz vom Norden bis ganz in den Süden gefahren und auch noch ein kleines Stückchen jeweils rechts und links, aber wir haben jetzt zum Beispiel die Insel nicht umrundet. Insgesamt haben wir 170,08 € für Diesel ausgegeben und das finde ich jetzt ganz in Ordnung für die 3 Wochen und dafür, dass wir schon auch uns einiges angeschaut haben. Und auch dafür, das darf man ja nicht vergessen, dass die Straßenverhältnisse ganz unterschiedlich sind. Also es gibt zum einen ganz großartig ausgebaute Straßen, also die Hauptautobahn, die so vom Norden in den Süden fährt, ist fast immer richtig gut. Aber es gibt wirklich auch Straßen, da hat man ganz schön zu tun. Also das für euch auf alle Fälle auch mit zu bedenken. Mitunter kommt man wirklich nur mit so 40, 50 km/h voran, selbst wenn ihr ein total cooles neues Wohnmobil habt. Spannend fand ich, dass die Preise bei unterschiedlichen Tankstellen, also von unterschiedlichen Ketten, fast identisch waren. Also da muss man jetzt nicht unbedingt versuchen, die günstigste rauszusuchen. Das ist mehr regional verschieden. Also wir haben gesehen, dass es zum Beispiel im Süden günstiger war als im Norden in der Zeit, in der wir jetzt da waren. Insgesamt waren die Dieselpreise in etwa mit Deutschland vergleichbar, vielleicht ein bisschen günstiger. Wichtig ist auch zu bedenken, dass es in den abgelegeneren Regionen Sardiniens nicht ganz so viele Tankstellen gibt. Also wenn ihr dahin unterwegs sein wollt, dann plant auf alle Fälle im Vorfeld schon mal, wo ihr dann wieder auch tanken könnt. Unsere Lebensmittelkosten. Wir haben vor allem selbst gekocht, also im Supermarkt eingekauft, waren aber auch zweimal im Restaurant essen und haben unzählige Tassen Cappuccino in kleinen Cafés getrunken. Insgesamt haben wir für all das zusammen in den 3 Wochen für uns beide etwa 426 € ausgegeben. Und das finde ich jetzt so ganz in Ordnung. Bei den Supermärkten ist es so, dass auch da die Preise häufig sind, wie in Deutschland, tendenziell auch eher ein bisschen günstiger, je nachdem, wo man einkauft. Und man kann natürlich in die regionalen Supermärkte gehen. Konad und Eurospin sind die, in denen wir vor allem waren, aber auch Isa ist so eine ganz große Supermarktkette, in der man ganz viel findet, auch mal regionale Sachen. Und dann haben wir schon aber auch versucht, auf Märkten einzukaufen oder aber am Straßenrand. Also zum Beispiel haben wir einmal ganz nett an so einem Mandarinenfeld angehalten und da dann für, wartet, 3 Kilo Mandarinen, glaube ich, 5 € bezahlt und die waren super. Also frischer geht's gar nicht.
Also das alles ist da auch so mit drin. Die Kosten für Campingplätze betragen bei uns ganz genau 0 €, weil wir ausschließlich auf Stellplätzen waren, für die man nichts bezahlen musste. Es ist grundsätzlich so auf Sardinien, dass Wildcampen verboten ist, aber vom 31.10. bis zum 31.05. sind fast alle Campingplätze geschlossen. Und in der Zeit darf man dann eben auch auf Plätzen stehen und auch übernachten, auf denen man das während des Sommers jetzt nicht darf. Und das haben wir gemacht und haben das genutzt und waren total glücklich damit. Zwischendurch waren wir auch mal auf einer Fattoria, also auf so einem Agriturismo. Wer die Videos davor gesehen hat, der weiß das, um zum Beispiel auch dann mal wieder Strom für unsere Powerstation aufzuladen. Und da haben wir nichts bezahlt, ansonsten wäre es kostenpflichtig gewesen, weil wir da mitgeholfen haben. Also da haben wir als Woofer gearbeitet, sodass wir die Kosten dann gespart haben. Und insgesamt haben wir dadurch überhaupt gar nichts bezahlt fürs Übernachten auf Sardinien. Wir haben an 6 Orten frei gestanden und es war so, dass schon an, ich glaube, 2 davon auch mal ein Polizeiauto vorbeigefahren ist, aber es ist nie jemand ausgestiegen, geschweige denn hätte irgendwas gesagt. Also natürlich haben wir schon dann auch geguckt, dass wir da jetzt kein typisches Camperverhalten an den Tag legen, also keine Möbel vors Auto stellen und nur an dem letzten Strand, an dem wir waren, der wirklich so abgelegen war, dass da nie irgendeine Polizei vorbeikam. Da haben wir dann auch unsere Hängematte rausgeholt und ja, uns da dann so ein bisschen häuslich eingerichtet, aber auch das war in Ordnung. Also da waren regelmäßig Menschen aus der Region, also Surfer, die da den Strand auch besucht haben und mit denen waren wir ganz nett im Gespräch und die haben auch gesagt, das ist total okay. Also in der Nebensaison ist das gar kein Problem. Wenn ihr aber im Sommer auf Sardinien seid, dann müsst ihr wirklich unbedingt im Vorfeld schon die Campingplätze reservieren. Also auch das haben uns die Sarden gesagt, mit denen wir gesprochen haben, dass im Sommer einfach auch ganz viele Festland-Italiener nach Sardinien kommen und die Campingplätze dann schon auch mal richtig voll sein können. Also wenn ihr das plant, dann wirklich auch da rechtzeitig vorher schon buchen. Dann hatten wir noch ein paar Extrakosten für sonstige Aktivitäten, zum Beispiel sowas wie die Eintrittspreise für die Neptungrotte, in der wir waren. Und dann haben wir uns auch eine Nacht eine Ferienwohnung in Cagliari geleistet, weil einfach ganz furchtbares Wetter war und wir irgendwie mal eine heiße Dusche brauchten und eine Waschmaschine. Das war dann also mit dabei. Und in Cagliari haben wir auch fürs Parken dann auf einem bewachten Parkplatz was bezahlen müssen. Unsere SIM-Karte ist mit in den Extrakosten drin, um für die 3 Wochen eben auch dann WLAN zu haben im Bus. Also alles, was ansonsten noch mit dazukommt, beläuft sich insgesamt auf 139 €. Also wie gesagt, da ist die Übernachtung dabei und Parken und alles, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Damit haben wir insgesamt für 2 Personen, einschließlich der Fährfahrten, für 3 Wochen Vanlife auf Sardinien 1.176 € bezahlt, also 588 € pro Person. Und ich finde, dass das ganz schön okay ist. Und ich kann sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie uns sehr zurückgehalten. Also wenn wir Lust hatten auf einen Cappuccino, haben wir den halt auch getrunken. Und wie gesagt, als uns kalt war, sind wir dann auch in Cagliari in eine Ferienwohnung gegangen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie super spartanisch gelebt, aber wir haben jetzt auch nicht total geprasst. Also man kann wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr Geld ausgeben. Man kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen weniger ausgeben. Ich würde sagen, wir haben so eine mittlere Variante gemacht und sind da mit unter 600 €, glaube ich, ganz gut dabei. Vielleicht noch ein Bonustipp zu den Kosten. Was ich ganz praktisch finde, ist, dass man die Mautgebühren, die ja für die meisten von uns dazukommen, wenn wir durch Italien oder durch Frankreich nach Sardinien fahren wollen, über den ADAC-Mautrechner sich schon mal im Vorfeld berechnen kann. Also das habe ich jetzt erst bei der Reise entdeckt und teile das gerne mit euch. Also wenn ihr schon mal wissen wollt, was euch das in etwa kosten wird, dann kann man das wirklich über diesen Mautrechner ziemlich akkurat vorhersagen. Bei uns hat es fast auf den Cent gestimmt. Jetzt, wo ihr wisst, was es euch kosten könnte, zeige ich euch natürlich auch noch, was euch dann erwartet dafür. Und Sardinien ist wirklich ein Traum. Also wir haben jetzt in den 3 Wochen noch lange nicht alles gesehen, aber ich kann schon mal sagen,
Egal, ob ihr als richtige Vanlifer ganz autark unterwegs sein wollt oder aber mit eurem gemütlichen Wohnmobil lieber gut ausgestattete Plätze anfahrt. Auf Sardinien findet ihr wirklich alles, was ihr euch wünscht und eine unheimliche Vielfalt. Also das fand ich total spannend, wie unterschiedlich zum Beispiel die Landschaften auf Sardinien sind. Das wusste ich im Vorfeld gar nicht und darauf sind die Sarden selbst auch ganz stolz. Also uns haben unsere sardischen Freunde erzählt, dass man zur gleichen Zeit in den Bergen Skifahren kann und dann an der Küste, an diesen karibischen Stränden immer noch baden. Und dazwischen ist einfach eine total spannende Hochebene, da gibt's Steppen, da gibt's Wälder. Also es ist eine unheimliche Vielfalt auf dieser immerhin ja doch zweitgrößten Insel im Mittelmeer. Ganz besonders empfehlen können wir die Strände an der Südküste rund um Pula. Da haben wir die meiste Zeit verbracht, weil es einfach da so schön war. Aber ehrlich gesagt fanden wir auch die Strände und Buchten im Nordwesten in der Nähe von Alghero total schön. Und Freunde haben uns einen super schönen Stellplatz am Strand empfohlen in der Nähe von Olbia, also ganz im Nordosten. Unterm Strich kann man also, glaube ich, sagen, wenn ihr euch auf schöne Strände freut, dann seid ihr auf ganz Sardinien an der richtigen Adresse. Ich glaube, da gibt es kaum einen Strand, der nicht schön wäre. Also da, und dafür ist natürlich jetzt auch ganz gut, dass die Insel so groß ist. Am Ende findet dann doch auch wirklich jeder da so sein Fleckchen Traumstrand mit Felsen und weißem Sand und türkisblauem Wasser. Es gibt übrigens auch richtig viele Möglichkeiten zum Surfen und zum Windsurfen und wir haben sogar auch Paraglider getroffen. Also wenn ihr eher aktiv seid, auch da bietet Sardinien wirklich enorm viel. Wenn ihr entweder zusätzlich zum Sport oder stattdessen euch mehr für die Natur interessiert, dann solltet ihr unbedingt die Hochebene besuchen, auf der es eine ganz große Wildpferdepopulation gibt. Da waren wir jetzt nicht, weil wir uns da, zum einen hatten wir keine Zeit mehr und dann wollten wir da jetzt auch mit unserem alten Bus nicht so unbedingt hochfahren. Aber andere Camper haben uns erzählt, dass sich das unheimlich lohnt. Und beim nächsten Mal ist es auf alle Fälle auch eine Sache, die wir mit in Angriff nehmen. Wenn ihr auf der Insel seid, dann als nächstes Highlight probiert auf alle Fälle auch sardische Spezialitäten. Es gibt zum Beispiel, es gibt ganz viele, aber eine, die ich empfehlen kann, ist Pane Carasau. Das ist so ganz dünn gebackenes Brot, also so ein Brotteig, der aber mehr an Chips erinnert und total lecker ist. Gibt's mit Olivenöl, mit Rosmarin, mit allen möglichen anderen Geschmäckern und ist irgendwie ganz besonders, habe ich so woanders noch nicht kennengelernt. Und dann mein absolutes Highlight ist der Café Marocchino. Und zwar ist das, wird in das Kaffeeglas oder auch in die Kaffeetasse erstmal so von innen Schokolade geschmiert, so ins Glas oder in die Tasse. Und dann kommt da der heiße Espresso rein, der die Schokolade dann wieder schmilzt und dann vermischt sich das alles ganz großartig und es schmeckt wirklich fantastisch. Also Kaffee Marocchino, auch nicht teuer. Ich glaube, wir haben so zwischen 1,60 und 1,80 bezahlt dafür. Das kann ich auf alle Fälle richtig empfehlen. Okay, kommen wir zum Camper-Alltag. Also so die Sachen, die natürlich uns Camper für unsere Logistik am meisten interessieren. Wir waren jetzt in der Nebensaison auf Sardinien, also im November und Dezember, und da waren weder Stellplätze noch Parkplätze irgendwie ein Problem. Es gab reichlich von allem und fast immer auch wirklich kostenfrei. Also das war völlig unkritisch und in der Hauptsaison, denke ich, muss man sich wirklich kümmern. Also das scheint eine komplett andere Welt zu sein. Wenn ihr da unterwegs seid, dann ist ein bisschen mehr Planung im Vorfeld unbedingt nötig, damit ihr dann trotzdem auch noch Spaß habt im Urlaub. Okay, zu den Straßenverhältnissen habe ich ja schon was gesagt. Das ist fast immer okay. Es gibt aber selbst auf der Autobahn vereinzelt Schlaglöcher und auch richtig enge Kurven, in denen man dann ziemlich abrupt abbremsen muss. Also da muss man so ein bisschen gucken. Aber es gibt keine Maut. Also alle Straßen, die wir jetzt befahren haben, und wir sind schon auch wirklich die großen Straßen gefahren, sind mautfrei. Das ist ja, wenn man dann so durch Frankreich durchgekommen ist, auch ein ziemliches Aufatmen auf alle Fälle. Was ein wirkliches Problem ist, und das jetzt, also hätte ich im Vorfeld überhaupt mir nicht so großartig vorstellen können, ist die Müllentsorgung. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es gibt fast keine öffentlich zugänglichen
Müllcontainer, in denen man seinen Müll entsprechend entsorgen kann. Also es gibt so richtig schicke, große Anlagen, die man aber nur nutzen kann, wenn man irgendwie einen QR-Code hat, den nur Anwohner bekommen, und erst dann öffnen sich quasi die Klappen, in die man dann seinen Müll entsprechend getrennt auch entsorgen kann. Und ansonsten, also es gibt ganz selten mal wirklich so kleine Papierkörbe, die man irgendwo findet. Da kann man dann halt einzelne Sachen reintun. Aber wenn man, wie das ja einfach so ist, wenn man halt eine Woche lang im Camper wohnt, wenn man da so einen Müllbeutel hat, kriegt man den da nicht rein. Das hatten uns im Vorfeld auch schon ganz liebe Zuschauer gesagt und auch ihre Strategien erklärt, wie sie das im Sommer dann so geregelt haben. Und ich dachte, naja, es kann jetzt nicht so schlimm sein. Es ist wirklich so schlimm. Also es ist so, dass wir jetzt auch in der Nebensaison, zumindest in den touristischen Regionen an der Küste, in denen wir jetzt waren, das nicht hingekriegt haben, unseren Müll zu entsorgen. Also weder an der Tankstelle noch an irgendwelchen Raststätten gibt es entsprechende Behältnisse. Es gibt halt einen Haufen Müll an der Straße. Also ich glaube, ganz verzweifelte Menschen haben dann halt ihre Müllbeutel einfach irgendwie an den Straßenrand geworfen. Aber eine vernünftige Lösung haben wir nicht gefunden. Wir haben dann wirklich unsere Müllbeutel hinten in der Kiste vom Camper wieder mit zurückgenommen und dann an der ersten französischen Raststätte entsorgt. Also das ist echt ein Ding. Und das war jetzt im November nicht so schlimm, weil es ja nicht so heiß war. Aber wenn ihr plant, im Sommer nach Sardinien zu fahren, dann ist das wirklich ein Punkt, über den man sich Gedanken machen muss. Wir haben jetzt gehört von anderen Campern, dass es wohl weiter im Inland ein bisschen entspannter sein soll, weil da einfach nicht so viele Touris sind. Vielleicht ist das was, wenn ihr ohnehin da die Wildpferde besucht, dass ihr dann auch gleich noch den Müll entsprechend gut mit entsorgen könnt. Aber ansonsten, und auf dem Campingplatz wahrscheinlich geht's auch, ne? Also wenn ihr dann auf dem Campingplatz seid, dann wird das sicherlich auch gehen. Und wenn ihr freistehen wollt, braucht ihr dafür einen Plan. Das hätten wir jetzt so nicht erwartet. Insgesamt kann ich sagen, dass 3 Wochen Sardinien wirklich großartig waren. Es war lange nicht genug, um auch nur im Ansatz die ganze Insel kennenzulernen. Also wir wollen unbedingt nochmal zurückkommen, aber die Menschen sind super freundlich. Also die Sarden, die wir kennengelernt haben, waren total offen. Was ich spannend finde, ist, dass die Insel immer noch überwiegend mit Landwirtschaft sich finanziert. Also Landwirtschaft ist immer noch die größte Einkommensquelle, und erst danach kommt der Tourismus. Und ich glaube, sobald man in ein bisschen abgelegenere Gegenden kommt, ist es natürlich auch noch mal ein Stückchen authentischer. Aber auch die Küstenregionen, in denen wir waren ganz entspannt. Man kann es nicht anders sagen. So ein ganz entspanntes Inselfeeling auf Sardinien. Und dann wirklich diese Abwechslung. Also die Berge, auf denen dann auch wir jetzt Schnee gesehen haben, natürlich im Winter. Und dann diese traumhaften Strände, diese Küsten, tolles Essen. Also wirklich alles, was man sich so wünschen könnte, hat Sardinien. Von daher, wenn ihr eure Reise dahin plant, dann, wenn ihr könnt, plant auf alle Fälle ausreichend Zeit ein, damit ihr das auch alles genießen könnt, und auch Flexibilität, um den Sachen folgen zu können, wenn ihr plötzlich seht, da ist irgendwo vielleicht eine spannende Ruine, die ihr euch anschauen wollt, oder ja, irgendwas anderes. Also es ist wirklich auf dem Weg, begegnen einem da so viele Dinge, die man sich gerne anschauen möchte, dass es wirklich mehr Spaß macht, wenn man da auch ein bisschen flexibel ist. Wenn das jetzt hilfreich für euch war, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr unsere weiteren Abenteuer nicht verpassen wollt, dann lasst gerne noch ein Abo da. Am nächsten Sonntag beantworte ich eure Fragen. Ich hatte euch ja in den letzten Wochen immer mal gebeten, dass ihr mir so Fragen stellen könnt, die für euch irgendwie spannend sind. Also das gibt's am nächsten Sonntag, verbunden mit einem kleinen Jahresrückblick und natürlich auch einem Ausblick auf 2025. Also was sind da unsere Pläne? Wo fahren wir als nächstes hin? Was gibt's da so insgesamt? Das also am nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine ganz schöne Woche und alles Liebe.